Ich habe ein neues Mundstück im Test, schon seit einigen Wochen probiere ich es immer wieder mal aus. Und zwar das Bob Reeves 43S. Sehr komfortabler Rand, das muss ich sagen, also unglaublich angenehm, dieses Lippengefühl, weich, aber nicht zu weich, dass man keine Kontrolle hat, wunderbar. Ich habe hier einen Durchmesser von 17,06 Millimetern. Das Mundstück wird ausgeschrieben als flach. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht zu flach, also kein extra flacher Kessel. Es ist ein flacher Kessel, das definitiv. Also wer vom zum Beispiel Bach C-Kessel kommt, der wird auf jeden Fall merken, oh, das ist eine ganz andere Nummer. Und die Bohrung ist etwas kleiner. Man hat auf jeden Fall das ein super Gefühl, wenn es in die höhere Lage geht. Diese Bohrung lässt durch, aber auch nicht zu viel. Das heißt, ich habe ein gutes Feedback in Sachen Höhe. Aber bei solchen Mundstücken ist es auch immer wichtig, dass die Mittellage und tiefe Lage auch gut funktionieren. Und da gehen wir gerade mal rein. Also tiefe Lage ist auf jeden Fall drauf. Auch in der Mittellage. Man spielt im Mezzoforte-Bereich und die Trompete und das Mundstück in Kombination macht einen schönen Sound. Und letztendlich muss man auch gucken, ob es in die Höhe geht. Ja, oben, aber gutes Gefühl, man muss gar nicht so viel machen. Man gibt dem Mundstück, man gibt schon was rein aktiv. Aber man hat das Gefühl, das Mundstück unterstützt einen. Es nimmt es gerne auf. Auch F3, wunderbar. Ich muss mich da jetzt gar nicht großartig anstrengen. Das ist einfach da, Reap. Jawohl, Mundstück nimmt es auf, überträgt es auf die Trompete. Super Sache. Also das kann uns da oben wirklich sehr, sehr gut unterstützen. Rein vom Klang her, es ist kein Klassiker-Mundstück, also kein Mundstück für die deutsche Trompete im Orchester, dafür ist es nicht gemacht. Aber für die moderne Blasmusik, für Big Band, eine super Sache. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, in der Band zu spielen, ja, in Kombination mit Trompete natürlich, ähm, im Verhältnis zu verstärkten Instrumenten. Ich habe man oft das Gefühl, wenn ich zum Beispiel ein zu großes Mundstück spiele, was einen weichen Sound macht, da komme ich nicht gegen Gitarre, Keyboard, Schlagzeug und so weiter. Ich will nicht durchkommen, aber ich will mitspielen können. Und mit dem Mundstück habe ich das Gefühl, könnte ich mich auf Augenhöhe bewegen, ohne großartig powern zu müssen. Wenn ich ein großes Mundstück habe, habe ich immer das Gefühl, ich muss mehr geben, mehr geben. Aber mit dem Mundstück habe ich das Gefühl, ich spiele Mezzoforte und das Mundstück aktiviert sich. Das ist gerne dabei. Es ist spritzig vom Gefühl her, aber nicht zu giftig, was natürlich bei flachen oder extra flachen Mundstücken immer gerne der Fall ist. Es wird brutal schreien vom Sound her. Es wird eng und es wird auch laut teilweise. Bei dem Mundstück habe ich das Gefühl, ja, man kann was reingeben und das Mundstück harmoniert wunderbar. Es nimmt das auf und übersetzt es auf die Trompete. Eine wunderbare Sache. Allerdings immer im Kopf bewahren, es ist kein Mundstück für klassische Musik, also für große Konzerttrompete mit weichem Klang und so weiter. Dafür ist das Mundstück definitiv nicht gebaut. Aber wenn ich spiele, habe ich ein gutes Gefühl. Aufgrund des flachen Kessels muss ich aber aufpassen, dass ich nicht zu viel gebe. Aber ich kann schon Mezzoforte, Forte-Bereich geben und ich habe das Gefühl, das Mundstück arbeitet gut mit mir zusammen. Hast du schon mal das 43S von Bob Reeves ausprobiert und was sind deine Erfahrungen? Schreib's gerne in die Kommentare. Eine Sache habe ich noch und zwar, das finde ich natürlich immer eine gute Sache. Man hat hier einen abschraubbaren Rand. Das heißt, ich könnte hier auch andere Ränder ausprobieren. Ich habe gerade hier einen 43er drauf, könnte natürlich dann dementsprechend auch andere ausprobieren. Eventuell etwas flachere, nicht ganz so rund, mit einer härteren Innenkante, was eben individuell gut zu einem passt. Ich habe das Gefühl, der spielt sich sehr angenehm und wie gerade eben ganz am Anfang schon gesagt, unglaublich komfortabler Sitz an den Lippen. Also der fühlt sich sehr angenehm an. Da habe ich richtig gutes Gefühl und werde es definitiv auch bei den nächsten Auftritten mal ausprobieren, wie sich's darschlägt. Aber in den letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das Mundstück sich sehr gut etabliert und automatisch, wenn ich den Trompetenkoffer aufmache, greife ich zu dem Mundstück. Vorher war es immer mein Einviertel C vom Bach, aber mittlerweile habe ich das Mundstück und habe das Gefühl, ich kann sehr, sehr gut und agil drauf spielen.
Das heißt, ich habe das Gefühl, dass das Mundstück mich nicht hemmt. Ganz im Gegenteil, es unterstützt mich und so soll es ja sein. Deine Erfahrung gerne in die Kommentare, ansonsten am Ende von diesem Video gerne ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.